Mein Name ist Bettina Schrittwieser. Wir sind in der Steirischen Arbeiterkammer, also der gesetzlichen Interessensvertretung für Arbeiter und Angestellte in der Steiermark. Die Steirische Arbeiterkammer hat ungefähr 400.000 Mitglieder, also relativ viele. Fast alle unselbstständige Erwerbstätigen gehören zu uns. Und ich bin jetzt die Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz. Die Leiterin im Konsumentenschutz bin ich seit April 2008. Also, um vielleicht ein bisschen von hinten zu beginnen jetzt, der letzte Schritt war eigentlich relativ leicht. Das heißt, die Leitung des Konsumentenschutzes zu bekommen, war nie mein Ziel, muss ich auch dazu sagen. Hat mich sehr überraschend getroffen und das war daher ein für mich eher leichter Schritt, ein persönlich schwieriger eigentlich, weil der Abschied von der vorigen Tätigkeit, aber in der Hierarchie eigentlich relativ leicht. Begonnen hat es viel schwieriger. Ich habe im März 1989 in der Arbeiterkammer als erste Juristin im Arbeitsrecht, also dem Kerngebiet der Arbeiterkammer und damals der sehr heiligen Kuh, begonnen. Und da war es sehr ungewöhnlich, dass überhaupt eine Frau hier arbeitet. Da war eher so die Einstellung, naja, wir hatten bisher keine, warum soll man jetzt eine nehmen? Das war nicht sonderlich gewünscht, außer vom damaligen Präsidenten, der unbedingt eine Frau hier einstellen wollte, was mir sehr zugute gekommen ist. Und daraus, dass ich eben die erste Frau war, hat sich dann entwickelt, dass man mir alle unter Anführungszeichen Frauenthemen gegeben hat, weil das wird sie wohl können. Dieses eher zuerst ungeliebte Thema, das auch ich nicht machen wollte, weil ich hätte lieber das gemacht, was auch meine männlichen Kollegen gemacht haben, das auch im Stellenwert viel höher gewertet war. Daraus hat sich dann ergeben, dass ich sehr viel im Thema lernen konnte, mir sehr viel angeeignet habe, sehr viele Kontakte geknüpft habe zu anderen Länderkammern, zu anderen Institutionen, zum Ministerium. Und daraus hat sich ein Expertenwissen ergeben, das irgendwann dann nach sehr langer Zeit eigentlich und auch Unterstützung von der Gewerkschaft dazu geführt hat, dass die Arbeiterkammer ein eigenes Frauenreferat eingerichtet hat, das ich dann leiten durfte. Sagen, alle, mit denen ich gearbeitet habe, waren ausgesprochen höflich und nett und das war überhaupt, also auch zwischenmenschlich überhaupt kein Problem. Es war nur so, dass es wirklich, also ich war eine Exotin und das wurde auch von allen so gesehen, aha, das ist jetzt die Frau, die muss man jetzt genau anschauen, von oben bis unten, was hat die jeden Tag an, wie schaut die aus, wie spricht die, wie benimmt sich die. Und es war eigentlich viel wichtiger als die inhaltliche Frage, naja, kann sie was, kann sie nichts, arbeitet sie was, ist sie fleißig oder nicht, das war irgendwie sehr nebensächlich. Also es ist schon meinem Eindruck nach schon so, dass von Frauen viel mehr erwartet wird als von Männern. Jetzt viel mehr an inhaltlicher Leistung. In der Führungsposition wird man ununterbrochen von allen Seiten beäugt und beobachtet und jeder kleinste Fehler muss es nicht einmal sein, aber jede Reaktion wird irgendwie ständig bewertet. Den Eindruck habe ich schon. Wenn die Abteilung läuft und wenn nichts passiert, dann macht die das schon gut. Das ist, glaube ich, also so wird es nicht gesehen, habe ich. Also man muss schon ununterbrochen dran sein. Man muss ununterbrochen auch die Rolle einnehmen, die Führungsrolle auch einnehmen, aber zu stark darf es nicht sein, weil dann kippt es relativ schnell um und dieser Mittelweg ist meiner Meinung nach nicht immer leicht. Also das halte ich für wirklich kompliziert. Man braucht schon viel Selbstbewusstsein, viel eigene Kraft, aber man braucht schon
auch, finde ich, eine wirklich dicke Haut auch. Das denke ich schon.